Für einen Pflaumenkuchen benötigen wir für 1000 Gramm helles Mehl 80 Gramm Hefe oder ein Hefestück, 130 Gramm Zucker, 110 Gramm Butter oder Margarine, etwa 8 Gramm Salz und etwa 500 Gramm Milch oder Wasser. Ich habe hier etwa 1300 Gramm tiefgefrorene Pflaumen aus der letzten Ernte. Erntefrische Pflaumen sind immer die besten. Verwendet man Pflaumen aus dem Glas, sollte man den Saft benutzen, um einen Pudding mit etwas Zucker und Weizenstärke und nur Weizenstärke zu kochen. In diesem Pudding rührt man vorsichtig die Pflaumen unter und verteilt die Masse auf dem ausgerollten Teig. Bei diesem Verfahren benötigt man die meisten Pflaumen, da diese sehr weich sind. Den Teig bereiten wir mit allen Zutaten auf einmal. Nur die Milch geben wir nach und nach etwas später zu. Verwendet man kein Hefestück, sollte man die Hefe in etwas lauwarmem Wasser auflösen, damit sie sich gut verteilt. Ich nehme für den Teig ein extra zubereitetes Hefestück. Ein mit Hefe gefertigter Teig schmeckt nicht nur besser, er verhält sich auch gut beim Garen, bedingt durch den austretenden Saft. Der Teig bildet bereits im Voraus eine geeignetere Oberfläche für die Pflaumen. Bei der Teigbereitung achten wir darauf, dass die Butter gut zerdrückt und verteilt wird. Der Teig sollte eine feste Konsistenz nach seiner Zubereitung haben. Auf dem Tisch kneten wir deshalb etwas Mehl unter. Nach der Fertigstellung darf er nicht mehr an den Händen kleben. Danach braucht der Teig eine Dreiviertelstunde Ruhe. Das Garen des Teiges muss man beobachten können. Ist das nicht der Fall, könnte etwas falsch sein. Meistens ist dann der Teig zu fest oder zu viel Fett im Teig oder beides. Zum Garen stelle ich ihn abgedeckt in die Backröhre bei etwa 40 Grad Celsius. Nach dieser Zeit kneten wir den Teig noch einmal kräftig durch und stellen ihn noch einmal für 10 Minuten zum Garen. Danach kneten wir ihn erneut und beginnen mit dem Abwiegen und Portionieren.
Hier fertige ich einen Pflaumenkuchen und 2 Hefezöpfe. Die portionierten Teile lassen wir abgedeckt auf dem Tisch etwas garen. Dann kann man den Kuchen besser ausrollen. Das Flechten der Hefezöpfe sehen Sie in einem anderen Video. Am Ende des Videos finden Sie 3 Links. Wie mache ich ein Hefestück, wie mache ich Streusel und der Hefezopf. Die Rezepte dazu, wie auch zum Pflaumenkuchen, finden Sie jeweils auf einer dementsprechenden YouTube-Kanalseite in der Beschreibung des Videos. Es bietet sich einfach an, dass man sich nicht nur die Arbeit für einen Pflaumenkuchen macht, sondern den Teig auch für ein anderes Gebäck, wie hier den Hefezopf, verwendet. Es braucht ein wenig mehr Backzeit, doch die Zeit der Teigbereitung wird so gut genutzt. Der Ofen ist heiß. Hat man wie hier beim Backen mehrere Teigstücke vorzubereiten für eine weitere Verarbeitung, wiegt man alle nach und nach ab und formt sie rund. Man nennt dies auch Wirken. Die einzelnen Teile können dann meist abgedeckt auf dem Tisch ruhen und garen.
Beim Ausrollen des Teiges verwenden wir ca. 1000 Gramm Teig. Für das hier gezeigte Blech, man achtet darauf, dass die Dicke des Teiges von der Mitte bis in die Ecken des Bleches gleichmäßig ist. Man beginnt mit dem Breitdrücken und Klopfen des geformten Teigstückes und nimmt dann das Rollholz. Bei einem Obstkuchen, den man ohnehin dünner ausrollt, ist es üblich, etwas mehr Mehl dafür zu verwenden. Den Teig muss man möglichst auch in den Ecken des Bleches zum Liegen bringen. Dazu rollt man den Teig am besten mit der Hand auf und legt ihn etwas großzügiger aufs bzw. über den Blechrand. Bevor wir den Kuchen mit Pflaumen belegen, stechen wir den Teig mehrmals ein. Dadurch vermeiden wir Gas- und Luftblasen während des Erhitzens. Da ich tiefgefrorene Pflaumen verwende, lege ich sie etwas dichter als sonst aneinander. Einige Pflaumen bleiben übrig. Besser, man isst diese. Dicht belegt ist gut, aber keineswegs übereinander. Das führt zu unschönem Aussehen durch austretenden Saft. Und die höhere Oberfläche wird eher braun, während der Teig und die Pflaumen noch Zeit zum Backen brauchen. Nach dem Belegen mit den Pflaumen können wir gleich die Streusel über die Pflaumen tun. Ich verwende für dieses Blech 1000 Gramm Butterstreusel. Für die Zubereitung der Streusel finden Sie am Videoende einen Link. Entscheiden Sie sich für die Butterstreusel. Auch sie sollten gleichmäßig verteilt werden. Etwas höher stehende Stellen werden schnell dunkel während des Backens. Wir wollen den Kuchen goldgelb gebräunt. Ist man fertig damit, hat der Kuchenteig bereits genügend Gare. Er kann in die Backofen. Gebacken wird bei 220 Grad Celsius.
Ab und an kontrolliert man den Backvorgang. Dieser dauert etwa 45 Minuten. Werfen wir einen Blick in die Backröhre. Auch wenn sie einmal wie hier am Dampf der geöffneten Tür stehen, so bekommen die Streusel langsam Feuer. Vor dem Anschneiden des Pflaumenkuchens lassen wir ihn bei allem Appetit ein wenig kühlen. Nach Bedarf und Geschmack bestreuen wir ihn nun noch mit mehr oder weniger klarem Zucker. Ich kann nur sagen, er war lecker und Ihnen wünscht, dass der Pflaumenkuchen gut gelingt. Und wissen Sie auch warum? Weil Sie dann meine Seite wieder besuchen. Das freut mich dann genauso. Leben Sie wohl.